Langfristige technologische Trends prägen unser Leben und die Wirtschaft. Innovationen sollen helfen, Herausforderungen für Menschheit und unseren Planeten heute und morgen zu lösen. Wenn ich glaube, dass übergreifende Technologiethemen auch an den Börsen starken Einfluss haben werden, dann könnte das Megatrends-Portfolio von Scalable Capital das passende für mich sein. Das Megatrends-Portfolio ist ein reines Aktienportfolio. Es besteht aus 7 Aktien-ETFs, die jeweils eine weltweite Auswahl von Unternehmen abdecken, deren Geschäft sich um den jeweiligen Megatrend dreht. Das Megatrends-Portfolio gibt es nicht in unterschiedlichen Risikokategorien, sondern in einer Allokation. Da ich hier zu 100% in Aktien investiert bin, erhalte ich Zugang zu den Renditechancen eines weltweiten Aktienportfolios und mir muss bewusst sein, dass in einem reinen Aktienportfolio auch die Schwankungen groß sein können. Außerdem muss mir klar sein, dass die Diversifikation, also die Streuung des investierten Geldes, hier eine andere ist als in einem klassischen marktbreiten Portfolio oder in marktbreiten ETFs. Ich investiere über die 7 weltweiten ETFs in 7 Trends. So, damit habe ich natürlich eine breite Streuung, aber ich investiere halt nicht in die ganze Breite von Unternehmen aller Branchen wie in Marktindizes. Die 7 Trends sind im Portfolio gleichgewichtet. Diese Gewichtung wird immer wieder hergestellt und auf die Weise kann ein Trend, der sich besonders stark entwickelt, auf Dauer in diesem Portfolio kein Übergewicht erhalten. Die Zusammenstellung des Megatrends-Portfolios ist im besten Sinne diskretionär. Was bedeutet der Begriff? Die Entscheidung, was drin ist, die erfolgt hier nicht nach einem Prinzip wie Marktkapitalisierung oder regelbasiert wie zum Beispiel bei Value. Es geht auch nicht nach bestimmten Werten wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, sondern hier kommt ein bestimmter Blick auf den Markt zum Ausdruck, und zwar die Erwartung, dass eben diese 7 Megatrends Gesellschaft und Wirtschaft in den nächsten Jahren stark prägen werden. Welche Trends sind es eigentlich? Wir haben hier künstliche Intelligenz, Batterietechnologie, Biotechnologie, Blockchain, Cybersicherheit, erneuerbare Energien und Robotik. In der Tat arbeiten ja viele Firmen in diesen Bereichen an großen Herausforderungen, denen die Menschheit sich gegenüber sieht. Zum Teil geht es um den Kampf gegen den Klimawandel, den Schutz unseres Planeten, zum Beispiel beim Batterie- oder saubere Energien-ETF. Und natürlich ist auch neben den anderen das Thema Blockchain hier vertreten. Warum? Die Blockchain-Technologie, die wird eben als zukunftsweisendes Konzept gesehen. Vereinfacht gesagt handelt es sich bei der Blockchain ja um ein weltweit verteiltes, transparentes Kassenbuch. Das ermöglicht nicht manipulierbare Transaktionen, ohne dass noch eine dritte Instanz eingebunden ist. Und jeder kennt schließlich auch Kryptowährungen, die ja jeweils auf einer Blockchain basieren. Und Kryptowährungen gelten ja mittlerweile unter institutionellen wie auch privaten Anlegerinnen und Anlegern als ernstzunehmende Anlageklasse. So, also wenn ich jetzt der Ansicht bin, diese Themen, die sind so vorherrschend, dass Unternehmen aus den Bereichen sich auch an den Börsen stark entwickeln werden, dann kann dieses Anlagekonzept vielleicht für mich das Passende sein. Und auch dann, wenn ich sage, Geld, das ich investiere, das soll genau in diese Themenfelder fließen. Bei so einem diskretionären, also auf einer individuellen Einschätzung beruhenden Portfolio wie dem Megatrends-Portfolio, sollte ich mich vorab fragen, teile ich denn diese Einschätzung? Also sind diese 7 Trends aus meiner Sicht wirklich die, die jetzt bestimmend für Wirtschaft und Gesellschaft sein werden, oder habe ich eine andere Meinung? Dann ist dieses Portfolio vielleicht eher nichts für mich. Ich sollte mich auch fragen, bin ich bereit, in ein Portfolio zu investieren, das durch seinen speziellen thematischen Fokus möglicherweise phasenweise oder auch auf Dauer von der üblichen marktbreiten Geldanlage abweicht? Wenn ja, dann könnte das Megatrends-Portfolio für mich das Passende sein. Vielleicht ja auch nicht als Kern meiner Geldanlage, sondern als zusätzlicher Baustein neben einer marktbreiten Anlage. In diesem Fall stellt sich natürlich auch noch die Frage, wie viel von meinem Geld, welchen Anteil stecke ich denn genau in dieses Portfoliokonzept? Wer Interesse an dem Portfolio hat und ein bisschen tiefer einsteigen will, es lohnt sich, die einzelnen ETFs mal näher unter die Lupe zu nehmen. Das geht sehr gut über die Factsheets auf den Anbieterseiten. Hier gibt es bei der Zusammensetzung teils Besonderheiten zu entdecken, zum Beispiel bei der Gewichtung. Der Clean Energy ETF zum Beispiel und auch der künstliche Intelligenz ETF, die sind jeweils gleichgewichtet. Also diese Konstruktion, die weicht von einer typischen Marktkapitalisierungsgewichtung ab. Damit sollte das Konzept des Megatrends-Portfolios klar geworden sein und ich wünsche viel Erfolg beim Investieren mit diesem Portfolio.